Diese Woche zeige ich euch, wie ihr Unterwäsche für Puppen nähen könnt. Und zwar einmal eine Unterhose und dazu ein passendes Unterhemd. Und wir starten diese Woche mit der Unterhose und das Tutorial fürs Unterhemd gibt es dann nächste Woche. Und den Schnitt dazu könnt ihr euch einfach herunterladen, der ist kostenlos. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Und der ist passend für meine Puppe Peony. Wenn ihr Lust habt, die mal nachzunähen, dann findet ihr auch dazu den Link unter dem Video. Ansonsten könnt ihr das Schnittmuster aber auch für jede Puppe passend machen. Und das zeige ich euch gleich, wie das geht. Wer das aber lieber überspringen will, der kann direkt zur Minute 2:33 springen. Da startet nämlich die Nähanleitung. Ihr braucht zum Nähen ein Stück Jersey oder noch besser Bündchenware, also so gerippten Jersey, weil der noch dehnbarer ist. Dann braucht ihr ca. 1 Meter Wäschegummi oder elastisches Schrägband und passendes Nähgarn für das Wäschegummi und natürlich für den Stoff. Also um das Schnittmuster anzupassen, müsst ihr einmal eure Puppe vermessen. Und zwar ist es so, dass dieses ist der Schnitt für die Unterhose und der hat hier von oben nach unten gemessen eine Länge von 15 cm. Und das müsste auch die Schrittlänge eurer Puppe sein. Und das messt ihr folgendermaßen. Und zwar setzt ihr das hier so kurz unterm Bauchnabel oder Mitte des Bauches an und messt einmal hier hinten hoch. Also quasi von genau die Höhe, wo die Unterhose dann sitzen sollte später. Und wenn das 15 cm entspricht, dann passt der Schnitt von der Schrittlänge her zu euch. Und dann könnt ihr auch zu eurer Puppe und dann könnt ihr auch nochmal den Bauchumfang messen. Und der Bauchumfang hier für dieses Hemd und diese Unterhose sollte 24 cm betragen. Und wenn eure Maße jetzt hiervon abweichen, dann habt ihr die Möglichkeit, den Schnitt ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer auszudrucken. Dann müsst ihr natürlich nur darauf achten, dass auch die Nahtzugaben ein bisschen größer oder kleiner werden. Das heißt, wir haben jetzt hier einen halben Zentimeter Nahtzugabe. Wenn ihr den Schnitt 20% größer ausdruckt, dann habt ihr eine Nahtzugabe von 6 mm zum Beispiel. Das ist zu beachten. Wenn das jetzt nur einen halben Zentimeter bis Zentimeter abweicht, dann könnt ihr beim Unterhemd an den Seitennähten und bei der Unterhose oben und unten das einfach ein bisschen verlängern, den Schnitt, oder verkürzen. So, und jetzt starten wir mit der Unterhose und wir schneiden das erstmal zu. Das heißt, ihr nehmt euren Jersey und legt den so hin, dass der Fadenlauf von euch wegzeigt. Der Fadenlauf, das erkennt ihr an den Rippen, die quasi hier im Stoff drin sind, also diese Linien, und dann faltet ihr den einmal entlang des Fadenlaufs, so dass der im Bruch liegt. Und dann legen wir das Schnittmuster mit der Kante an die Stoffkante hier. Genau, und dann schneiden wir das einfach einmal aus. Und Achtung, weil ich jetzt Jersey verwende und keinen Ripp- bzw. Bündchenstoff, gebe ich an den Seitennähten jetzt so 3-4 mm dazu, weil der Jersey eben nicht so dehnbar ist wie der Rippstoff. Und zwar nur entlang der Seitennähte, die auf dem Schnittmuster auch als Seitennähte gekennzeichnet sind. So, als nächstes fassen wir uns das jetzt mit unserem elastischen Einfassband ein. Und zwar stecken wir uns das dazu hier erstmal fest. Dazu braucht ihr ein paar Stecknadeln. Und zwar rollen wir die obere Kante so ein ganz bisschen nach innen ein. Das funktioniert bei Jersey ganz gut, weil er sich sowieso meistens nach innen einrollt, es sei denn, ihr habt einen Interlock. Und stecken das dann so da drauf, dass wir den Jersey nicht mehr sehen, also dass der quasi unterhalb dieser Spitzenlinie bleibt. Ihr könnt auch einfach ein elastisches Schrägband nehmen, was man dann drum legt um die Kante. Das funktioniert genauso gut. So, und wenn ich jetzt meine nächste Nadel setze, ziehe ich das elastische Band so ein bisschen, so dass ich ein bisschen zu viel Jersey hier quasi habe, so wenn ich das später zusammennähe, dass sich das dann kräuselt. So sieht das jetzt aus. Und jetzt schneide ich mir das hier an der Seite ab und mache dasselbe hier unten nochmal. Also ich rolle mir die Kante so ein bisschen nach innen ein und stecke mir die hier gegen, sodass man den Jersey nicht mehr unter der Spitze hervorgucken sieht. So, und jetzt nähe ich mir das Band hier mit meinem elastischen Stich der Nähmaschine fest. Das kann entweder ein normaler Zickzackstich sein oder wenn ihr eine Nähmaschine mit verschiedenen Stichprogrammen habt, dann könnt ihr den Wäschestich wählen. Das ist ein Stich, wo 2 gerade Stiche sind und dann immer ein Zickzackstich gemacht wird. Und wenn ich das jetzt nähe, ziehe ich mir das beim Nähen so ein bisschen auseinander, sodass der Jersey nicht mehr zu viel ist, sondern dass die beiden Teile glatt aufeinander liegen quasi, und nehme mir dann das Elastikband so fest.
Ja, so schaut das jetzt aus und ihr seht, es kräuselt sich jetzt hier so ein bisschen, der Jersey. So soll das auch sein. Und dasselbe machen wir jetzt mit den Beinausschnitten. Das heißt, wir nehmen uns wieder ein Stück von unserem elastischen Wäschegummi oder Schrägband und dann schlage ich mir die Kante hier vom Jersey wieder so ein bisschen nach außen um, bei ca. 3 mm, stecke mir das Gummi da drauf und zwar wieder unter Zug, so dass sich der Jersey nach dem Nähen ein bisschen kräuselt. Und das schneide ich mir jetzt hier wieder ab und mache das auf der anderen Seite genauso. So, und jetzt mache ich das wieder genauso wie eben. Also ich nehme mir das hier mit meinem Wäschestich oder mit meinem Zickzackstich fest und ziehe das beim Nähen so auseinander, dass elastisches Schrägband und Jersey glatt aufeinander liegen. So, und jetzt haben wir hier unsere Gummis festgenäht und jetzt bleibt eigentlich nur noch die Seitennähte zu schließen. Und dazu legen wir uns die rechts auf rechts. Und zwar sollten die Gummis hier natürlich genau miteinander abschließen, damit das auch schön aussieht. Das heißt, ich stecke mir das hier nochmal so aufeinander. So, und jetzt nähe ich mir einfach die Seitennähte hier zu und anschließend versäubere ich die Kanten auch gleich. Das könnt ihr, wenn ihr eine habt, mit der Overlockmaschine machen, ansonsten einfach im Zickzackstich. Das heißt, einmal im Gradstich die Seitennaht schließen und dann im Zickzackstich die Kante versäubern. So, und wenn ihr jetzt, wie ich, mit der Overlockmaschine versäubert habt und hier noch die Fadenenden hängen habt, dann könnt ihr die jetzt nochmal in die Naht ziehen. Und dazu nehme ich so eine kurze Puppennadel. Man kann auch eine normale Nähnadel nehmen, die ein bisschen dicker ist, damit alle 3 oder 4 Fäden da auch gleichzeitig reinpassen. Und zwar stecke ich meine Nähnadel hier einfach in die Naht rein, so ein Stück. Und fädel den Faden dann da auf. Oder die Fäden. Und ziehe mir die dann da rein. Und dann kann ich die abschneiden. Und dann kann da nichts mehr aufgehen und man sieht ihn auch nicht mehr. Genauso mache ich das an den anderen 3 Seiten. So, und jetzt können wir die auf rechts wenden. Unsere Unterhose ist jetzt fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, auch noch das Unterhemd dazu zu nähen, dann schaut gerne nächste Woche nochmal vorbei.